und schön, dass du wieder da bist. Heute, ich habe einen gelben Zettel in der Post gehabt, bin ich gleich zum Postamt gefahren, habe mich gewundert natürlich, warum ich 27 € zahlen muss. Und dann ist mir gekommen, gehen wir mal die Bestellungen durch, die ich aufgegeben habe. Ja, ich habe ein Paket bekommen. Ursprünglich ist es gekommen aus Salt Lake City. Ich glaube, ich weiß, was drin ist. Ich habe mir ein neues Tripod bestellt, was ich da unten an meine Kamera draufgeben kann, um zum Beispiel gut zu vloggen oder die Kamera einfach schnell mal wo abzustellen. Es hat ja diese Kickstarter-Kampagne gegeben. Die Kickstarter-Kampagne heißt Switchpod und ich habe mir einen Switchpod bestellt. Ich habe jetzt gar keine Ahnung mal, wie viel der kostet hat. Auf jeden Fall soll er genau für solche Zwecke designt worden sein. Eben, dass ich schnell mal vloggen kann, die Kamera abstellen kann und dort auch vloggen kann, weil man muss ja nicht immer aus der Hand vloggen. Machen wir mal diesen Karton hier auf und schauen mal, was in diesem Zoll-Ding drin steht. Inkassoauftrag Zoll, Eingangsabgabe 17,80 €, Zollentgelt 10 €. Bezugsnummer, keine da, Warenort, steht nur Nummern da, ich kenne mich eh Nüsse aus. Wurscht, ich hab's bezahlt, braucht kein Mensch. Ich mache den mal auf und weil ich heute nicht nach unten filmen will, mache ich den einfach mal da auf und da unten auf. Schauen wir mal, was drin ist. Ja, und das hier ist der Switchpod. Schaut das nicht schon geil aus, wenn man sich die Fotos anschaut, die Bilder anschaut? Hammerteil. Das werden wir natürlich jetzt auspacken. Switch between Handheld und Tripod Modes in Seconds. Ganz viel Verpackungsmaterialien, die kein Mensch braucht. Warum müssen die Leute immer so viel Plastik verwenden? Und wenn man es schon aufmacht, made by creators, for creators. For tips and tricks, go to switchpod.com/start. Das hier ist die Verpackung von dem Switchpod. Jetzt nehmen wir das Teil mal raus. Boah, geil. Ich stehe auf das. Oh ja. Wem es interessiert. So schaut die Form aus vom Switchpod, wenn der Switchpod nicht drinnen ist. Das ist der Switchpod. Ist sehr leicht. Da unten kann ich schön drehen. Ich weiß so nicht, wohin der dreht. Ich glaube, der dreht einfach am Stand und kommt dann nicht raus und nicht rein. Auf jeden Fall kann man das dann so halten. Da ist die Kamera drauf. Ich fahre da mit die Finger rein. Aha. Und dann machen wir wupp. Und dann ist es ein Tripod. Es rastet fast ein. Und dann stellt man das einfach hin, damit du das siehst. So, und es steht. Und wenn ich schnell wieder brauche, mache ich es zusammen und habe die Kamera fertig. Keine ein bisschen Übung dazu. Wir tun das da jetzt drauf. Jetzt ist das drauf. Jetzt machen wir das mal zu. Nur damit du siehst, wie das Ganze dann ausschauen wird. Ich habe das hier in der Hand. Das liegt eigentlich ziemlich gut in der Hand. Wow. Und wenn ich es aufmachen will, dann stelle ich es einfach hin. Bam! Steht. Und dann mache ich es wieder zu. Und kannst damit vloggen. So, das unten sind Magnete. Es ist auf jeden Fall hochwertig verarbeitet. Ich freue mich wahnsinnig, das Teil auszuprobieren. Wenn ich so meine B-Roll-Aufnahme mache und wackel, geht das Ding auf. Ist vielleicht nicht ganz produktiv. Ja, macht einen durchaus hochwertigen Eindruck. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dem hätte ich gern gewusst, wie du dieses Setup findest. Ich stelle das Setup so drauf. Ist ganz cool. Und dann kann ich es zumachen, halten, vloggen. On the go. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, schreib einen Kommentar, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Ciao!